Hallo Freunde, ich freue mich, euch wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute werde ich mit euch eine weitere Handelsstrategie teilen. Außerdem erinnere ich euch wie immer daran, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale in mein Telegram. Der Link ist in der Beschreibung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Likes zu setzen und Kommentare zu schreiben. Los geht's! Wie wäre es mit dem Handel auf Pocket Option Plattform? Heute werden wir an den Diagrammen der Währungspaare arbeiten. Währungspaare bezeichnen Wert einer Währung ausgedruckt in einer anderen. Diese Diagramme eignen sich gut für die technische Analyse. Deshalb werden wir heute Strategien verwenden, die auf der technischen Analyse basieren, wobei es auch wichtig ist, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Muster der technischen Analyse und Trendlinien zu berücksichtigen. Wir werden im 15 Sekunden Zeitraum handeln und abhängig vom Verhalten des Charts eröffnen wir Deals für einen Zeitraum von 1 bis 5 Minuten. Heute habe ich $100 auf meinem Konto. In Zukunft sollen wir dort $5.000 haben. Ich hoffe, dass dieses Video für euch nützlich wird und ihr etwas für euren Handel mitnehmt. Hier auf diesem Chart sehen wir einen Abwärtstrend. Das Diagramm bewegt sich entlang der Trendlinie. Nach einem starken Preisverfall können wir mit einer Rückkehr zur Trendlinie rechnen. Lasst uns Aufwärtshandel für 2 Minuten eröffnen. Der Chart ist sehr volatil, doch ja, sollten uns 2 Minuten ausreichen, damit unser Handel im Plus schließt und der Chart näher an die Trendlinie herankommt. Warten wir auf das Ergebnis. Toll, der Chart zeigte eine sehr hohe Volatilität, brach die Trendlinie durch und gab uns eine Möglichkeit, einen Deal mit Erfolg abzuschließen. Finden wir eine weitere Marktsituation. Auch in diesem Diagramm sehen wir auch eine Bewegung, eine Abwärtstrendlinie entlang. Die Trendlinie wurde gerade berührt und wir könnten hier einen Abwärtshandel für 2 Minuten eröffnen. Der Chart sollte von der Trendlinie abprallen und der Preis sollte sich weiter nach unten bewegen. Schön, der Chart bewegte sich weiter nach unten und brachte uns Profit. Das beweist, dass die technische Analyse gut funktioniert. Lasst uns weitermachen. Wir sehen hier einen Abwärtstrend. Die Bewegung folgt einer Abwärtstrendlinie. Der Chart bewegte sich schnell über diese Linie hinaus. Öffnen wir hier einen Abwärtshandel. Das Diagramm sollte beginnen, innerhalb der Figur zurückzukehren. 2 Minuten sollten bei einem so scharfen Ausstieg ausreichend sein. Schauen wir mal an. So, ja, nach einem so starken Ausstieg begann der Chart zu sinken. Der Deal wurde positiv abgeschlossen. Super, wir haben den Chart bei einem Pullback erfasst und mit einem schnellen Handel Geld verdient. Gehen wir zum nächsten Deal. So, der Chart zeigt hier einen Abwärtstrend. Es gab einen starken Preisanstieg und einen ebenso starken Rückgang. Eröffnen wir hier einen Abwärtshandel für 3 Minuten. Der Chart sollte sich weiterhin mit dem Trend bewegen. Die Volatilität sollte sich wieder normalisieren und der Preis sollte sinken. Werfen wir einen Blick darauf. Toll, der Chart bewegte sich langsam auf dem Niveau unseres Handelsanstiegspunkts, doch der Abwärtstrend hielt an und wir haben den Deal mit einem Plus abgeschlossen. Machen wir. Auf diesem Diagramm sehen wir eine Abwärtstrendlinie. Der Chart bewegt sich nach unten und es gibt kaum Wachstum. Ich schlage vor, einen Aufwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Wir können davon ausgehen, dass sich der Chart der Trendlinie nähert und der Preis steigt.
Na, wie erwartet wurde, näherte sich der Chart der Trendlinie. Der Deal schloss reibungslos mit einem Plus ab und wir haben bereits fast $2000 verdient. Man hat aber noch viel zu verdienen. Los geht's! Hier sehen wir einen Aufwärtstrend. Es ist über lange Zeit recht stabil. Nach der großen roten Kerze eröffnen wir einen Aufwärtshandel für 3 Minuten. Der Grad des Widerstands ist noch weit entfernt. Der Chart hat das Potenzial, sich weiter nach oben zu bewegen. Schauen wir mal. Na, wir sind direkt nach der großen roten Kerze erfolgreich in den Handel eingestiegen und haben eine schöne Umkehr erlebt. Der Preis stieg weiter, wir haben gute Gewinne schon gemacht. Das Ziel ist nah, aber noch nicht erreicht. So, die nächste Situation. Der Chart begann einen Abwärtstrend zu bilden. Der Chart hat nun die Trendlinie erreicht. Ich schlage vor, einen einminütigen Abwärtshandel hier zu eröffnen, um einen möglichen starken Abprall von der Linie zu fassen. Es gibt nach wie vor ein Potenzial dafür. Warten wir das Ergebnis ab. Gut, der Chart zeigte zuerst 2 große rote Kerzen, die unseren Handel im positiven Bereich geschlossen. Mit diesem schnellen Deal haben wir wieder Geld leicht verdient. Machen wir weiter. Hier sehen wir, dass das Diagramm die Figur bereits vollständig geformt hat. Wir können jetzt einen 3-minütigen Abwärtshandel eröffnen. Das Diagramm steht kurz vor dem Erreichen der Trendlinie. Nach dem Erreichen der Linie soll der Preis weiter sinken. So, der Chart korrigierte leicht auf der Höhe der Trendlinie und prallte dann von der Linie ab. Wir haben mit diesem Deal auch Geld verdient. Ja, hier haben wir auch steigende Trendlinie. Kürzlich ist der Chart von der Linie abgeprallt. Wir öffnen den Aufwärtshandel für 2 Minuten. Das Diagramm entfernt sich von der Trendlinie. Dem Trend des Diagramms nach sollten wir damit rechnen, dass der Preis langsam steigt. Die Annäherung an die Trendlinie wäre auch möglich. Warten wir auf die Ergebnisse. Na super, das Diagramm bewegte sich langsam nach oben, der Preis ist gestiegen und wir schließen den endgültigen Deal mit dem Handel, mit dem Trend wieder erfolgreich mit Plus. Heute hatten wir tolle Trades auf den Währungspaar-Charts. Die Situation eignet sich gut für die technische Analyse und wir haben den Handel stark produktiv beendet. Wir haben $5.460 verdient. Das ist ein cooles Ergebnis, oder? Danke, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Das ist wirklich wichtig für mich. Ich möchte nur eine kleine Erinnerung machen. Also, es geht um meine geschlossene Gruppe mit Signalen. Wenn ihr diese Gruppe beitreten wollt, schreibt mir in Telegram das Codewort Signale und ich werde euch unbedingt hinzufügen. Abonniert den Kanal, schreibt die Kommentare und gebt dem Video Daumen nach oben. Viel Spaß beim Handel. Bis bald!